In diesem Video wollen wir einmal darüber reden, ob du noch mehr Zeit und Mühe in deinen Online-Kurs investieren musst und noch mehr Informationen über die einzelnen Videos geben solltest, außer Untertitel. Wir haben uns gestern einmal angeschaut, ob es sinnvoll ist, Untertitel zu den einzelnen Videos zu schreiben oder schreiben zu lassen. Und du weißt jetzt sogar, wie du das Ganze kostenlos hinbekommst. Ich verlinke das Video hier nochmal drüber. Jetzt ist es aber so, das sind nicht die einzigen Infos, die wir geben können. Immer dran denken, ob Udemy, YouTube oder welche Seite auch immer, ist völlig egal. Es sind große Seiten, wenn da was hochgeladen wird, geht das alles durch die Maschine und wird dann eben maschinell werden dann eben Untertitel erstellt oder die Videos gelesen. Und je besser wir das machen, desto besser können die Kurse ranken und damit desto besser können sie auch verkauft werden. Oder halt die Videos, ne? Die können auch besser ranken und werden dann öfter angesehen. Also wer dann die Mühe darin investiert, der hat auf jeden Fall einen Vorteil den meisten anderen gegenüber, die ob auf Udemy oder YouTube Sachen hochladen, weil die meisten tun es nicht. Ne? Deswegen ist es eine ganz tolle Idee, wenn du vielleicht als Neueinsteiger dir diese Mühe machst und deine Videos zusätzlich noch weitere Infos gibst. Ja, wir switchen jetzt einmal an den Rechner und ich zeige dir mal, wie man das machen kann und ja, ob das eine gute Idee ist, weißt du ja schon. Und dann schauen wir uns einmal an, wie wir das weiter noch machen können. Ich habe noch einmal die Product Masterclass hier genommen als Beispiel, einfach weil wir sie gerade schon als Beispiel hatten. Und hier siehst du, was die beiden Herren nicht gemacht haben. Man kann unter jedes Video oder zu jedem Video noch zusätzlichen Text eingeben und kurz die Inhalte des Videos zusammenfassen. Und das ist hier offensichtlich nicht geschehen. Also zumindest bei diesem Kurs nicht. Oder vielleicht auch noch nicht. Ne? Also hier wenn es jetzt um ein Assignment geht, eine Übung, dann ist hier noch Text enthalten. Dann kann ich hier neben einfach auf diesen Pfeil klicken. Hier, das siehst du hier. Und dann steht hier noch ein Text. Ja, ich habe das jetzt mal meinen Kurs aufgerufen. Und da ist das. Da habe ich das auch so gemacht. Da habe ich zu jedem Video noch Text hinzugefügt. Ich glaube nicht, dass wenn jemand da sich den Kurs anguckt, dass derjenige sich diesen Text durchliest. Kann ich mir nicht vorstellen. Mache ich nicht und du vielleicht auch nicht. Mich interessiert, schreib mir das mal in die Kommentare. Liest du dir die Texte durch oder nimmst du es einfach so hin und guckst dir vielleicht die Vorschau an und kaufst dann oder eben auch nicht? Also ich tippe darauf, die meisten werden es einfach nicht tun, die werden sich das nicht durchlesen. Aber wie gesagt, die Maschine Udemy kann so wieder erfahren, worum geht es in diesem Video und kann es besser ranken. Und der Erfolg, der gibt der Sache in dem Fall recht, weil dieser Kurs wird sehr viel häufiger verkauft als viele andere Kurse, die ich habe, wo ich unter anderem auch das nicht getan habe hier, also diese Texte einzufügen. Ja? Also ich war da wirklich schlampig. Ne? Man kann da noch sehr viel mehr machen, man sollte auch sehr viel mehr machen und optimieren. Deswegen sprechen wir das hier in dieser 28-Tage-Challenge einmal durch. Du musst das alles natürlich nicht machen, aber du kannst und du solltest, weil auch im Long Run sozusagen profitierst du davon. Ich gehe jetzt noch mal rüber zu meiner Webseite und auch hier siehst du, ich habe zu jedem Video, wenn der Kunde sich eingeschrieben hat, ist das, was er sieht, kann sich hier jedes Video angucken und ich kann unter jedem Video halt auch noch Materialien einfügen, wie auch immer. Und ich kann zu jedem Video etwas schreiben. Und das mache ich auch meistens, einfach um das nochmal kurz zusammenzufassen, um nicht einfach nur ein Video ans andere dahin zu klatschen. Ne? Fand ich eigentlich immer eine ganz gute Sache, wenn da so ein bisschen Text steht. Und den lese ich auch. Also wenn ich mir woanders etwas angucke, ist das etwas, was ich lese, wenn das oben so ein bisschen was angegeben ist. Ja? Also nicht zu viel, ne? Weil wer will schon stundenlang Texte lesen am Computer? Ich glaube langsam, die Zeiten sind aus. Ne? Also es ist irgendwie out. Man liest nicht mehr stundenlang seine Blogposts. Man hört das, man schaut das. Und das war's. Ne? Also ich habe keine Lust mehr, mich hinzulegen und lange Blogposts zu lesen. Oder schlimmer noch am Computer. Also hinlegen, da hatten wir heute das iPad für. Ne? Na, am Computer lange Texte zu lesen, das macht man nicht mehr so häufig. Ne? Deswegen, also besser
man geht gleich davon aus, dass man die Texte nur eingibt, damit man besser gefunden wird. Natürlich schreib nicht nur Unsinn oder mach ein Keyword-Stuffing, das heißt, hänge ein Keyword an das andere, aber so 2, 3 Sätze gerade zur Beschreibung dieser Videos reichen völlig. Ja, das war schon von mir für heute. Ich habe entweder wieder für fürchterlich viel Arbeit bei dir gesorgt oder du ignorierst mich jetzt langsam, weil ich immer mit neuen Sachen aus dem Gebüsch komme. Ich kann es verstehen, aber es ist keine gute Idee. Deswegen, vielleicht setzt du dich hin und schreibst ein bisschen was zu deinen Videos. Es muss ja gar nicht viel sein. Ne? Und dann rankt dein Kurs höher, verkauft sich besser, du hast mehr Erfolg. Ja, unterm Strich hat sich dann die Arbeit mehr gelohnt. Und dann hoffe ich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss.